darf euch heute begrüßen in St. Johann in Tirol. Wir nehmen euch heute durch dieses luxuriöse Landhaus, durch dieses Chalet mit. Es steht zum Kauf. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, im ersten Link. Wir haben hier ein Gebäude, das auf einer Grundstücksfläche von 1361 Quadratmetern steht. Und darauf, auf 3 Geschossen, Kellergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss, sind 789 Quadratmeter untergebracht, Wohnnutzfläche. Davon sind die Wohnfläche 432 Quadratmeter. 4 Schlafzimmer, jeweils einem Bad en suite, wirklich großzügig, mit 3 Garagenstellplätzen, insgesamt 2 Garagen und das alles in einer super Panoramalage. Wir haben hier hinter euch den Blick auf das Kitzbüheler Horn und hinter mir den Wilden Kaiser. Der erste Eindruck, den man bekommt, ist natürlich immer hier der erste Weg rein in die Einfahrt. Und genau hier stehen wir auch. Zuallererst, die Einfahrt ist mit Naturstein verpflastert, ist beheizt. Das heißt, auch im Winter, ihr könnt es hier sehen, von der gestrigen Nacht liegt noch ein bisschen Schnee, aber grundsätzlich löst es sich schon auf. Alles ideal gedacht worden. Ihr seht hinter mir schon den großzügigen Eingangsbereich, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen hier rüber. Hier werdet ihr nämlich die beiden Garagen sehen. Jeweils wieder mit einem Altholz-Garagentor. Das ist hier die Doppelgarage mit einem wunderschönen Satteldach, das sich in die ganze Kubatur des Gebäudes einfügt. Hier mit den abgeflachten, gespachtelten Putz an der Außenwand und hier haben 2 Fahrzeuge drinnen Platz. Ebenso mit einem Sichtdachstuhl und daneben hat noch ein Fahrzeug Platz. Beide haben natürlich eine direkte Verbindung ins Haus rein. Zusätzlich dazu haben wir natürlich Freistellflächen. Zum einen hat hier 1 bis 2 Autos Platz, hier auch nochmal ein Fahrzeug und gegebenenfalls sogar hier nochmal 2. Also wirklich genügend Platz, um den Fuhrpark für Gäste, für die erweiterte Familie hier anzupassen, hier unterzubringen. Der Eingangsbereich hier fungiert schon fast als eine Art Carport, ist hier überdacht vom Dachgeschoss darüber, auch hier vom Balkon des Dachgeschosses, vom Schlafzimmer raus. Wichtig hierbei ist, die Liebe zum Detail zu sehen und auch wirklich wertzuschätzen. Wenn ihr nämlich hier hinter mir schaut, seht ihr hier die Eingangstür, die ist doppelflügelig. Links und rechts davon ein kleines Fenster mit einem schmiedeeisernen Gitter davor. Und dieses Muster, dieses Symbol des Gitters, findet man auch genau in der gleichen Form, auch hier wieder bei den Pflanzenkübeln, der links und rechts hier neben euch. Das zieht sich hier nicht nur beim Eingangsbereich durch, sondern auch, wenn wir uns ein bisschen rechts rüber bewegen. Wir haben hier nämlich eine separat und maßangefertigte Lampe im Stil der Außenbeleuchtung, nochmal speziell für das Gebäude angefertigt. Das ist hier der Abstellort für die Ski, aber ich würde sagen, wir schauen rein und ich führe euch ein bisschen herum. Hereinspaziert, ich darf euch begrüßen, jetzt hier im Eingangsbereich. Ihr könnt jetzt gut die Eingangstür von der Innenseite sehen, hier auch mit den wunderschönen schmiedeeisernen Beschlägen. Auch hier das Postfach von der anderen Seite, einfach nur kunstvoll gearbeitet worden. Erinnert mich ein bisschen auch an die Bichelalm, an das Video, was wir schon mal gepostet haben. Verlinken wir sonst einfach hier, wenn euch das interessiert. Und auch der Aufbau ist ähnlich. Wir haben hier zu eurer Rechten die Garderobe, inklusive einem Tages-WC. Und natürlich den Zugang rein in die Doppelgarage. Und vis-à-vis davon haben wir den Zugang zum Hauswirtschaftsraum, der dann auch direkt mit der Küche verbunden ist. Aber da schauen wir jetzt gleich hin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nämlich hier mal den Gang entlang. Wir gehen hier auf Travertinfliesen, die hier an den Rändern von Rosso Verona Marmor umrandet sind. Zieht sich hier durch das gesamte Haus diese beiden Steine und in den Wohnbereich haben wir den Übergang dann auf den Parkettboden. Und jetzt stehen wir im Wohnzimmer. Ihr könnt es gut sehen, es ist lichtdurchflutet. Wir haben jetzt 3 Uhr nachmittags ungefähr und ihr seht einen wirklich großzügigen Wohnsalon hier mit 2 Couches und natürlich die Fixverglasung bzw. die Glasfront hier vor uns. Wir haben hier jeweils eine doppelflügelige Terrassentür, die raus auf die Südwestseite des Gebäudes führt. Darüber eine fix verglaste Glaskuppel jeweils und eine super Sonnenlage den ganzen Tag hinweg. Also wirklich von frühmorgens bis dann spät abends. Dazu haben wir dann hier im Wohnbereich auch noch eine Feuerstelle, ein großzügiger Kamin. Ihr könnt es gut sehen, das ist hier der gleiche Marmor, der auch am Boden verlegt worden ist und den ihr auch in anderen Bereichen des Hauses dann wiederfinden werdet. Hinter euch führt die Stiege hoch. Diese Stiege ist die zweite Verbindung zum Dachgeschoss, ist aber oben nochmal mit einer Tür getrennt, also sehr schlau. Und hinter mir seht ihr schon die offene Tür, denn da geht's raus zum Freisitz.
ein wirklich gemütliches Plätzchen, das hier geschaffen worden ist. Ihr könnt es gut sehen, schön in die Ecke platziert, windgeschützt und gleichzeitig auch noch vis-à-vis davon hinter mir ein Outdoor-Kamin. Und wenn ihr hier noch ein bisschen weiter rüber geht, den natursteinverpflasterten Weg entlang, der zieht sich nämlich rund um das gesamte Chalet. Und hier die Lichthöfe, die quasi auch das Kellergeschoss mit Luft versorgen oder auch mit Licht, sind allesamt hier mit diesem schmiedeeisernen Gitter wieder veredelt worden. Also wirklich sensationell. Und speziell von hier hat man einen großartigen Blick auf das Gebäude von außen. Charakteristisch ist natürlich erstens die Dachform. Wir haben 22 Grad im gesamten Gebäude, ist mit Blech gedeckt und natürlich auch das Altholz. Aber von der Seite, vor allem hier die Glasfront mit diesen Glaskuppen darüber. Nach außen hin wurden hier diese Granitsäulen gesetzt, um die statische Stabilität bieten zu können. Was gibt es Besseres? Einen heimeligen Kachelofen, wo man nach dem Skifahren einfach herkommen kann. Gleichzeitig einen offenen Kamin, ein offenes Feuer und dann hier eine gemütliche Stube. Das kann jetzt entweder der Esstisch sein, es kann der Frühstückstisch sein oder einfach nur fürs Zusammenkommen am Abend. Ihr seht hier einen wunderschönen Erker mit einer runden, eingepassten Sitzbank, ein sensationeller Tisch und passend dazu jetzt hier zur Adventszeit der Adventskranz. Die Tischler haben hier auch wirklich ganze Arbeit geleistet bei der Veredelung dieser Trennwand. Hier sind auch die beiden Schiebeelemente in die Wand eingesetzt und die bilden dann den Übergang in diese wunderschöne Landhausküche. Passt wunderbar dazu. Ihr seht es auch wieder, den Marmor, der sich rund um den Raum schlängelt und zentral der Travertin. Und darauf positioniert hier der Esstisch. Und euch fällt auch sicherlich auf, auch die Arbeitsoberfläche ist hier mit dem Rosso Verona Marmor ebenso bestückt worden. Auch die Spritzflächen hier dahinter, einfach sensationell. Hier sind keine Kosten, keine Mühen gescheut worden. Genau das gleiche auch bei den Geräten, allesamt Miele-Geräte. Ihr werdet bei diesem ganzen Anblick von dem Marmor wahrscheinlich auch schon, wenn ihr schon mal beim Stangelwirt wart, ein bisschen überlegen, das schaut sehr ähnlich aus wie beim Stangelwirt. Es ist wirklich fast schon wie ein Stangelwirt zum Kaufen für den Privatbesitz. Vor allem in den Badezimmern werdet ihr bald sehen, wie das ausschaut. Ich würde sagen, wir schauen direkt hoch und zwar zu den Schlafzimmern. Jetzt sind wir hier, wo wir vorher schon waren. Das ist der Eingangsbereich, die Eingangstür. Und das ist hier das angesprochene Stiegenhaus. Hinter mir seht ihr schon den Sichtdachstuhl. In dem Fall ist es nicht wie in den meisten, wirklich fast 100% der neu gebauten Chalets. Das sind tatsächlich massive Altholzbalken, die statisch wichtig sind. Die sind nicht nur außen verkleidet worden, sondern sind tatsächlich Vollholz. In dem Fall ist es tatsächlich echt. Hier oben haben wir den Zugang zu mehreren Suiten. Unter anderem hier die kleinste davon. Ich habe die jetzt einfach nicht mitgezählt bei den Schlafzimmern. Das könnte genauso gut ein Büro sein mit einem Bad en suite, mit einer Dusche. Im Haus haben wir insgesamt 4 Suiten. Die größte davon ist im Erdgeschoss, umfasst beinahe 90 Quadratmeter und hat eine Badezimmergestaltung, auch sehr ähnlich mit dieser Suite hier im Dachgeschoss, die rechts neben euch. Wenn ihr hier reinkommt, seht ihr einen begehbaren Kleiderschrank mit 2 Türen, also Unmengen an Platz. Badezimmer natürlich mit einer Whirlpool-Badewanne und einer Dampfsauna. Das alles wieder veredelt worden mit feinstem Travertin und mit Rosso Verona Marmor. Eine ähnliche Suite wie die hier findet ihr auch hier zu eurer Linken. Und von der Suite hat man einen sensationellen Ausblick auf den Wilden Kaiser. Wir haben hier eine Timelapse aufgenommen, die schmeißen wir einfach hier mal rein. Und zu eurer Rechten nochmal eine sehr spezielle Suite, weil das Badezimmer ein maßgebliches architektonisches Feature nochmal aufgreift, das man auch von außen sieht. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja, das ist jetzt der große Vorraum der großen Suite. Da muss ich euch leider enttäuschen, denn jede einzelne Suite hier im Haus hat hier einen Vorraum in dieser Größe. Und das ist hier der begehbare Kleiderschrank mit den 2 Schiebetüren, die ineinander verbunden sind und wie gesagt Unmengen an Platz bieten. Hinter mir seht ihr auch schon das Schlafzimmer
wirklich schön gestaltet, auch wieder mit dem Sichtdachstuhl und mit den schönen Altholzelementen. Aber wir gehen jetzt direkt hier rein und zwar in dieses Badezimmer. Das ist anders als alle anderen hier im Haus. Ihr seht hinter mir wieder den Waschtisch mit den beiden Waschbecken darin und hinter mir die Whirlpool-Badewanne. Aber speziell ist hier diese Fensterformation. Wenn man nämlich von unten hochschaut, ist es ein maßgebliches Feature und verbindet quasi diese beiden Satteldächer. Wir schauen hier aus der Suite mal raus und dann könnt ihr hier gut den ersten Blick sehen, der hier dominiert, auch wenn man vom Stiegenhaus hochkommt, nämlich der Blick hier auf die Galerie. Diese doppelte Flügeltür öffnet einen dann hier den Bereich und dann steht man schon hier auf dieser Zwischenetage. In dem Fall steht hier ein Tisch mit 4 Stühlen, angedacht als Bürobereich, aber es würde sich halt einfach auch gut anbieten als Bibliothek, zusätzlicher Loungebereich. Vorteilhaft ist natürlich, dass dieser Raum hier mit den Türen räumlich abgetrennt ist vom Schlafareal, aber dennoch immer die Nähe dazu besteht. Es ist extrem viel Fläche, aber trotzdem noch im Haus und die finden wir unten im Kellergeschoss. Wie auch schon am Anfang des Videos erklärt, alle Informationen zum Landhaus, zum Chalet findet ihr in der Videobeschreibung und da kommt ihr auch direkt zum Objekt. Je nachdem, wie es zu dem Zeitpunkt dann zum Kauf angeboten wird. Wenn ihr noch ein paar andere Folgen sehen wollt, dann klickt einfach hier, geht direkt zur Bichelalm oder auf die Bichelalm oder hier, dann schicken wir euch nach Kirchberg. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns kommenden Sonntag wieder um 10 Uhr. Bis dahin. Macht's es gut und Servus.